Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, zum Wochenorakel für die kommende Woche. Schauen wir, was die Energien für die verschiedenen Lebensbereiche so mitbringen. Es ist eine kollektive Legung, eine kollektive verfügbare Energie. Ja, am Ende könnt ihr da noch dranbleiben für eine kleine persönliche Wocheninspiration. Und jetzt schauen wir mal, sonst gibt es bei mir nicht viel zu berichten. Ich arbeite an mir, dass meine Emotionen gut sind, für mich gut sind, dass mein Boden nicht trägt. Es ist gerade ein bisschen viel alles, was mir um die Ohren wedelt, aber nun gut. Ja. Anfang, Ende, Neubeginn, etwas nimmt Fahrt auf. Etwas nimmt da Fahrt auf, wo die Reise des Lebens eine Biege braucht oder eine Wende. Und etwas, mit dem man, ich sage mal, einen Konflikt mit sich selber klären kann. Ja? Hier geht es um Situationen, die einen großen Verstrickungsgrad haben, viele Unklarheiten auf verschiedenen Ebenen. Und hier gibt es so eine Sache, die sich neu strukturiert, in der Ordnung geschaffen wird, wo es ganz wichtig auch ist, dass wir so diese Haltthemen haben, ne? Stabilität, Verwurzelung, möglicherweise, denkt dran, es ist eine kollektive Legung, ich übersetze, was ich hier sehe. Geht es für einige hier um berufliche Neubeginne, etwas, das sie beruflich weglassen, etwas, das neu aufblüht. Es kann auch etwas sein, was dieses Alltagstralala etwas aufklärt, was erleichternd ist, wo man einen Kreislauf beendet. Es kann ja aber auch um Vertragswechsel oder Aufträge jeglicher Art gehen. Und im Haus des Neubeginns liegt die Veränderung drin. Ja. Hier liegen die Störche im Haus des Neubeginnes. Ich habe viele Faktoren von außen. Es kann sein, dass wir uns dabei ein bisschen gestresst fühlen oder dass es halt eben viel zu tun ist oder der Schauplätze auch viele. Ja, es geht hier in diesem Blatt bis jetzt nicht nur um den Beruf, sondern es geht ein bisschen tiefer. Es geht um das Thema Berufung, seinen eigenen Mann stehen, unabhängig sein. Wir haben hier in der Spiegelung einen schicksalshaften Neubeginn, der zu einer Veränderung führt in sich wiederkehrenden Themen. Wir haben sehr viel aneinandergereihtes, ne? Wir haben den Beruf, die Beziehungen, das Familienleben, also alles, was damit auch einspielt. Wir haben hier unser Gegenüber auch mit so einem schicksalshaften Thema dabei. Für einige kann sein, wenn du hier niemand kennst, könntest du hier über den beruflichen Bereich einem Menschen begegnen, der für dich sehr interessant ist. Eine schicksalshafte Begegnung, ein Mensch, der auch einen Konflikt in dir selber mitlösen kann, weil er dir was weitergibt, was du, ja, wo du dich verbunden fühlst, nennen wir das so. Klarheit im Beruf, Veränderungen, die Klarheit mitbringen, Veränderungen, die Klarheit in stagnierende Partnerschaften mitbringen. Oder schwierigen Beziehungen oder auch, ich sage mal, Beziehungen, wo dieses ganze Familienumfeld so ein bisschen auch mit drin haben. Und eigentlich ist es bis jetzt eine super Legung. Guckt mal, wir haben hier
die Störche im Haus der Neubeginne. Es kann sein, dass es ein bisschen Chaos ist oder viele Stellen eben bedient werden müssen, dass man gestresst ist, aber hier liegen im Haus der Wege noch die Blumen drin. Ne? Hier entstehen sozusagen Wege, die wie ein Geschenk sind oder die Überraschungen enthalten, wo sich plötzlich irgendetwas auftut, das man so nicht gedacht hätte. Auf jeden Fall eine Geschenksenergie im Hause der Entscheidungen. Man kann vielleicht auch super wählen zwischen den Dingen, wie man sie braucht. Eine unerwartete Gelegenheit kann das hier auch sein, dass man sagt, okay, das ist eine Zufallsbegegnung, eine schicksalshafte Begegnung und es geht mit allem einher, wo man sich nicht so getragen oder mit einem Fundament unten drunter spürt. Hier möchte sich ein Weg ein bisschen so gestalten, dass man den Boden unter den Füßen mehr spürt. Also das ist schon wieder so spannend, ich könnte schon wieder reden wie ein Buch, aber ich muss mich mal ein bisschen fokussieren. Hier sind Dinge, man nennt es der Lebensblues, der auf irgendetwas liegt. Etwas, was in der DNA ist oder in den Familienthemen oder etwas, was die Wurzeln einfach betrifft. Das einhergeht mit einem Gefühl von, ich fühle mich weder verbunden noch verwurzelt noch irgendwas. Ich schwimme vielleicht wie ein kleiner Fisch in einem riesen Meer rum und finde meine Orientierung nicht. Das ist so das Tragende, was ich hier sehe. Und hier gibt es so eine Wende, ne? Hier haben wir die Sense, die haut in den Baum rein. Das sind schon auch alle Lebensthemen. Die Sense korrespondiert hier mit Nachrichten. Die Nachrichten liegen im Haus der Sonne. Ne? Das ist möglicherweise eine so positive Nachricht, dass man sich richtig erschreckt, weil man das so nicht geglaubt hätte. Aber es zeigt halt auch an, dass man da, wo Schnitte im Leben sind, oder Schnittstellen nennen wir es so, dass wir da eine andere Richtung aufgezeigt kriegen. Und diese Richtung wird darin enden, dass wir uns getragen fühlen. Vom Leben, vom Außen, von den Umständen. Veränderungen, die hier stattfinden, die sind erstens mal wiederum so, dass sie erleichternde Prozesse mitbringen, denn hier liegt im Hause des Karmas das Kreuz drin. Das heißt, alles, was hier unstimmig ist, was sich nicht ehrlich anfühlt, das man nicht kontrollieren kann, wo man sagt, meine Lebensreise, die ist irgendwie mit Hindernissen, mit Blockaden aufgefüllt. Da kommt jetzt hier die Möglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob die Möglichkeit auf diesem Weg kommt, wie du dir das oder wie wir uns das vorstellen, aber es kommt auf jeden Fall eine nutzbare, super Option, die eine Wende mitbringt. Und wo es wirklich darum geht, auch so Hindernisse, die viele Menschen betreffen, ein Familienkonstrukt oder eine Paarsituation oder eine berufliche Situation auch, gerade an die Teamplayer, ne? Oder wo man in einer Gruppe arbeitet. Um das geht es hier. Ich habe hier uns selbst im Hause der Arbeit drin. Ne? Die Arbeitskarte liegt hier im Haus der Blumen. Das heißt, hier gesteht man sich auch einiges ein. Man sieht, wo vielleicht Dinge in eine falsche Richtung laufen, wo man sich mehr Stress macht, als es wirklich nötig wäre. Es kann ja auch sein, das ist jetzt sehr speziell, aber es liegt eben hier, dass es Eltern gibt, die eure Hilfe benötigen. Dass ihr ja so ein bisschen Aufwand habt mit Eltern, das heißt sich kümmern, Vitalitätsdinge managen, sowas alles kann es hier sein. Es
geht auch um Kommunikation mit allen Ämtern der Vitalität zum Beispiel oder um die Vitalität an sich, ne? Da sieht man auch Info, Papierwechsel und so weiter. Ich habe übrigens immer noch keinen Termin für die Begutachtung. Lassen wir das jetzt aber, sonst rege ich mich nur wieder auf. Beschwert habe ich mich jetzt schon zweimal. Ich warte immer noch auf einen Rückruf. Egal. Wer weiß, für was es dann im Nachhinein einen Sinn hat. Ich verstehe es im Moment nicht. So. Also wir sind hier schwer beschäftigt. Ich habe sehr viel Emotionales von außen kommend. Etwas, was einen berührt, wo einen vielleicht auch das Herz wieder aufgeht, wo man für sich auch einen Neubeginn in der Liebe starten kann oder bei Herzensangelegenheiten. Ich habe aber auch so dieses Gefühl, dass es an die Menschen geht, die auch Schwierigkeiten in Beziehungsthematiken haben. Das heißt, das Vertrauen wird hier abgefragt oder dieses, ich fühle mich so hängen gelassen in irgendwelchen Dingen. Das kann natürlich hier auch erlerntes Elternthema sein, irgendetwas. Da geht emotional etwas vor, was dann eine Veränderung mit sich bringt, die sehr gut ist, ne? Inklusive einer Nachricht, die auch super ist. Die liegt ja im finanziellen, häuslichen Bereich, bei allem, was Entscheidungen mitbringen. Die Selbstständigen liegen hier auch in dieser Reihe im Haus der Ringe drin. Hier in der Korrespondenz auch mit den anderen Wegen zum Erfolg. Ein Wissen, das aufgeht, vielleicht auch eine Möglichkeit, mit erworbenem Wissen etwas umzusetzen, das gute Optionen hier hat. So, und dann haben wir hier das Kleeblatt, das steht auf dem Kopf. Das heißt, vielleicht trauen wir unserem Glück nicht, vielleicht rechnen wir nicht damit, wenn uns etwas betrifft oder berührt oder auch mal piekst, dass darin ein guter Ausgang sein soll. Und hier damit verbunden einfach auch so dieses Ding, man muss sich hier sehr viel eingestehen. Hier wird die Wahrheit ausgesprochen, hier redet man über seine Emotionen, über seine Zweifel. Vielleicht sind es auch Selbstzweifel, die hier liegen, die ausbremsend wirken. Es geht auch um die Energie, die man als Person hat und die man auf andere überträgt. Ich merke das bei mir selber, ne? Hast du gute Gespräche, fühlst du dich verstanden oder hast dich ausgesprochen, dann strahlst du das auch anders in die Welt oder in deine Umgebung. Und um sowas kann es hier gehen. Wenn du runtergezogen bist oder keine Energie hast oder enttäuscht, also alles, was so ein bisschen mit emotionalen Dingen zu tun hat, die nicht stabil wirken, dann strahlst du das auch in die Umgebung und um sowas kann es hier gehen. Es kann hier sogar sein, dass dir jemand sagt, du strahlst nicht das aus, was du fühlst oder da ist etwas unstimmig, ne? Manchmal tut man ja auch so, als wäre man in Ordnung, um zu vermeiden, dass man es sich eingestehen muss. Sowas alles kann das sein. So, also wir liegen im Haus der Arbeitskarte. Wir sind hier mit den Blumen bestens bedient, die im Haus der Wege liegen. Und hier liegt noch die Arbeitskarte im Haus der Blumen. Also egal, was du auch immer hast, hier entstehen Wege, die gute Ergebnisse sichern. Aber man hat auch zu tun. Das ist das Geldhaus, ihr Lieben, da liegt die Sonne drin. Und das ist schon mal die beste Energie, die es gibt. Also das heißt, Finanzen stehen unter einem guten Stern. Irgendwo gehen vielleicht auch finanziell neue Kapitel oder Türen auf. Etwas ist abgesichert, vielleicht auch auf 2 Bereichen. Und ganz wichtig ist für mich hier, dass das Schicksal hier mal tatsächlich weggenagt wird. Und hier in der Korrespondenz auch alle Blockaden, die mit dem Weiterkommen zu tun haben. Hier liegen die Finanzen im Haus des Herzens drin.
Ich habe hier Veränderungen mit den Sternen, die Klarheit und Glück bringen und hier über den Beruf und auch Stabilität, ne? Auf die längere Frist. Also ein Weg, der auf längere Frist einen Konflikt löst. Okay, das lassen wir mal so stehen. Wie gesagt, das ist so eine Legung, da hast du etwas und das Thema wirkt sich aber auf sehr viele aus. Hier hängt uns die Sonne auch im Rücken, ne? Das heißt, sorry für das Gekrächze, ich müsste was trinken, ich habe jetzt gerade nichts hier und ich will nicht unterbrechen. Die Seele ist hier auch so wieder ausgeglichen, ne? Die hat hier so ein Aufblühen, eine gute Energie und die lässt auch da Stress irgendwie kleiner werden. Wenn du etwas Erfreuliches vor dir hast, was Stress ist es trotzdem hier als freudige Aufregung zu sehen. Der Papagei, es geht um die Kommunikation. Hier sagt der Papagei auch, das Leben kennt viele Wege. Hier liegen im Haus der Wege die Blumen drin, ne? Hier darf man überlegen, was muss man aussprechen. Hier habe ich das Ehrlichsein, Aussprachen, nicht zurückhalten von dem, was man eigentlich fühlt und ein ganz anderes Bild in die Welt hinaustragen, wie man es eigentlich nicht lebt. Ja? Und was kann man über Kommunikation neu gestalten? Hier liegt die Kommunikation im Haus der Sonne und im Haus der Kommunikation liegt der Baum drin. Also hier auch beständiges Weiterkommen und Wachstumsdinge. Hier ist auf jeden Fall fruchtbarer Austausch zu sehen, positive Kontakte, neues Wissen, gute Wege, die entstehen, Möglichkeiten, die ausgefüllt werden können und Alltagssituationen. Das ist das, was ich hier meinte, wo man so eine Sache immer gleich macht und eigentlich ist es überholt. Das kann sich hier sehr gut mal anders gestalten, ne? Es geht darum, im Prinzip Farbe in sein Leben zu bringen, etwas bunter zu gestalten, zu erkennen, auch was es sein kann. Das ist ja bei jedem unterschiedlich und was man hier Neues kreieren kann. Ich stelle mir gerade so ein Bild vor, wenn ich mein Leben aufmalen dürfte, wie es sein könnte, dann wäre das Bild mit Sicherheit nicht schwarz-weiß, ne? Sondern es wäre bunt und ausgefüllt mit schönen Dingen. Ja, die Umwelt ist sehr wichtig, das Außen, das liegt ja auch in unserem eigenen Haus und korrespondiert mit unserem Gefühl. Man geht vielleicht auch sehr gut mit anderen um, die einem was mit auf den Weg geben. Man ist beliebt, man wird gerne gesehen, aber halt, das kann für uns auch mit Arbeit verbunden sein, ne? Das Schöne ist halt, dass diese Zusatzkarten oft genau das widerspiegeln, was man auch aus den Lennys sieht. Ich habe ja hier gesagt, die Sonne hängt uns im Rücken, ne? Und die Karte hier sagt zum Beispiel, die Farben meiner Seele beginnen zu leuchten. Kann ja passender nicht sein. Also aus dem Schwarz-Weiß in ein buntes Bild. So, hier haben wir noch den Hüter des Sommers mit dem Wachstum. Hier pflegt man was nachher Früchte bringt. Da brauche ich eigentlich jetzt nicht so weit ausholen. Ja?
man gibt Energie in etwas rein, man hat die Sonne im Rücken, die das alles zum Wachsen bringt. Also es scheint irgendwie eine gute Phase zu sein, in der man seine Samen aussät, um nachher was einzuholen, wo man auch die Energie der Sonne hat, die für Wachstum eben sorgt und auch für unser eigenes Wachstum. Ja, ihr Lieben, wir lassen das mal so stehen. Unten ist mir hier noch der Hüter des Winters rausgefallen. Und ich denke, dass es so ein Ding ist, wo wir auch, wenn es viel wird oder wenn eben die Tätigkeiten viele sind oder wir schwer beschäftigt sind, wo wir dann hier wie bei dieser Schneekugel einfach mal uns abschirmen und was wir alles hier leisten für unser Wachstum, ist für mich so ein Pendant auch, ne? Sich ausruhen und zu sich finden, um dann am nächsten Tag eben wieder gute Wachstumsprozesse oder die Saat wieder gut zu pflegen. Wir lassen das mal so stehen. Ihr dürft noch eine Botschaft auswählen. Alle, die jetzt abschalten, wir hören uns am Sonntag wieder. Ich drücke euch bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Schauen wir nach den Botschaften zur persönlichen Inspiration. Ich habe mir mittlerweile auch einen Kaffee geholt, damit ich nicht mehr so krächze. Es ist halt auch, wenn ich viel spreche oder wenn ich den ganzen Tag Videos drehe, dann ist das irgendwann mal so. Aber ja, ist ja auch halb so schlimm. Ich glaube, wir haben alle andere Sorgen als das. Okay. Sie ist mir entgegengesprungen. Ja, unten ist es eigentlich ganz schön. Wir haben die Laternen in der Nacht, also macht euch keine grundlosen Sorgen. Hier geht ein Lichtchen auf. Offenbarungen, Glück, Anerkennung, gute Sachen, die sich anbahnen. So. Sucht euch eine Seite aus. Ich nehme diese und wir schauen. Ja, die Linde. Hier geht es darum, dass man etwas zusammen macht, ne? Dass man Zeit teilt, dass man nicht alleine durchs Leben rennt, dass man Gesellschaft hat und sucht mit jemandem, der ja in Resonanz ist oder auch im Gleichklang, dass man sich unterstützen lässt. Und es geht darum, dass die innere Schönheit, die jeder so hat, in die Welt hinaus leuchtet. Das hatten wir im großen Blatt, ne? Je authentischer man ist, desto mehr kannst du die Leute treffen, die in deiner Gruppe sind, die dich so verstehen, wie du bist. Und darum geht es, das eigene Licht erstrahlen zu lassen, um für andere auch eine Inspiration zu sein. Lasse Ängste los mit dem Lavendel. Ja, beruhige deine Nerven. Wir hatten ja auch im großen Blatt, man kann ein bisschen genervt sein. Ich bin in letzter Zeit eigentlich sehr schnell genervt, immer wieder auch, ne? Weil ich einfach merke, dass ich in verschiedenen Bereichen auch an meine Grenzen komme. Das nimmt sich jetzt hier schön auf. Wir haben hier zwar so ein bisschen einen Drahtseilakt, aber die Karte sagt, wende alles an, was du kannst, um deine Situation zu lösen. Du schaffst das, auch wenn es sich so ein bisschen wackelig anfühlt. Auch das passt zu der Stimmung vom großen Blatt. So fühlt es sich an, als würde man über ein dünnes Seil laufen. Und man hat die Angst, runterzufallen, aber hier kriegen wir ein Go. Und
Ein besonderer Teil unseres Lebens wird abgeschlossen und ein neuer, viel besserer fängt an. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wir haben das Überraschungsei. Hier steht plötzlich die Weltkopf. Es kommt eine Überraschung, eine unerwartete positive Wende. Man hat vielleicht einen unvergesslichen Tag und es gibt so Dinge, wo die Erwartungen total übertroffen werden. Eine schöne Sache, ich freue mich drauf. Ich könnte mal wieder was brauchen, das mich so richtig glücklich macht. Aber natürlich jeder andere auch. Gucken wir, was das Vögelchen hier noch sagt. Wir haben den Zaunkönig. Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. Das war unsere Seite. Schauen wir uns die andere Seite an. Ich bin mal zufrieden mit meiner Wahl. So, ihr habt den Holunder. Hier ist das Zusammenspiel von allem. Die Ewigkeit, die jetzt ist. Das Gestern, das Morgen, das Heute. Und halt auch die Aufforderung, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Deshalb ist es auch gut, so positiv wie möglich zu denken. Sich Ziele zu setzen, die im Hier und Jetzt auch liegen, nicht nur in der Zukunft. Hier kann es sein, dass du in einem Ungleichgewicht bist zwischen Arbeit, Ruhen und Vergnügen. Und die Karte sagt dir einfach, es ist wichtig, dass du deine Verantwortung trägst, aber dass du auch Spaß hast, also nicht nur. Und hier in diesem Moment auch die Zeit, die du für dich selbst brauchst. Entspannung für dich und deine Seele. Bewege dich. Auch das kann da hier ein Teil davon sein, ne? Dass man vielleicht sich mehr bewegen müsste oder dass man nicht die Zeit hat, mal einen ausgiebigen Spaziergang zu machen. Aber hier sagt eben die Karte, beweg dich mehr. Dann kommt auch so ein bisschen Elastizität, man ist nicht so starr. Und ihr habt hier die Wunscherfüllung. Also das heißt, wenn du um etwas gebeten hast, dann wird es auch geschehen. Ja, und hier habt ihr vielleicht so ein bisschen einen Punkt, wo es Verständigungsschwierigkeiten oder Missverständnisse bei etwas gibt, wo etwas nicht auf Augenhöhe ist. Das kann natürlich auch aus so einem Ungleichgewicht rauskommen. Möglicherweise zeigt sich auch etwas, was nicht mehr zu euch passt oder mit dem ihr nicht mehr in Resonanz seid. Und es kann sein, ihr hört auch einfach mal mit irgendetwas auf, weil ihr merkt, dass es vergebene Liebesmüh ist. Dann die Vögelchen noch. Ihr habt den Blauherr. Ich erinnere dich daran, dass alles, was von Wert ist, wie geistiges Wachstum und Beziehungen, Arbeit erfordert. Ergreife Chancen und erforsche neue Wege. Ja, kann man hier vielleicht auch sehen, dass etwas sich nicht so rentiert für euch, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ihr erkennt es hier und nehmt euch da raus und investiert einfach nichts mehr von eurer guten Energie da rein, sondern nutzt sie für das Hier und Jetzt und euch selbst. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare neue Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Ich drücke euch und bis bald.